Hallo und herzlich willkommen zurück zu den DJ News. Die News, in dem ihr alles Nennenswerte im Bereich DJ aus der letzten Woche erfährt. Ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, direkt neben mir liegt wieder ein großes Skript. Und das erste Mal ist dieses Skript nicht von mir geschrieben. Darauf bezieht sich jetzt auch die erste News, denn die erste News beim DJ Talk, bei den DJ News hier ist, dass unsere DJ News jetzt auch einen Redakteur hat. Wir haben ja in den letzten Folgen einen Aufruf gestartet und darauf hat sich der Oliver Lieder gemeldet. Er ist also ab sofort quasi federführend für die Auswahl der Beiträge der DJ News. Das ist einfach notwendig, weil wir oft die Zeit gar nicht dazu haben. Und wir wollen hier auch kein liebloses Projekt starten, bei dem wir einfach mal schnell 2, 3 News zusammenschreiben, sondern das sollen wirklich gut recherchierte News sein. Und ja, die News-Folge heute ist quasi die erste Folge, in der die News vom Oliver zusammengeschrieben wurden. Deswegen natürlich auch hier wie immer mein Skript. Und ja, freut uns sehr, dass wir da jetzt eine Hilfe haben und der Oliver nimmt uns da auch sehr, sehr viel Arbeit ab. Er will auch zukünftig vielleicht bei anderen Videoprojekten mitarbeiten. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben euch mal von dem Oliver alle Social Media Links unten in die Videobeschreibung reingepackt. Er freut sich sicher, wenn ihr ihn da ein bisschen unterstützen würdet. Die erste richtige News, die Olli für uns zusammengetragen hat, betrifft Rekordbox und die Tatsache, dass mit dem letzten Update Pioneer das Arbeiten mit mehreren PCs extrem vereinfacht hat. Wir haben ja hier auch schon einige Videos dazu gemacht, in denen es einfach darum geht, wie man das Ganze lösen kann. Und da war auch viel mal immer wieder mit externen Lösungen, wo man rumprobiert hat. Ich bin da auch mit einigen DJs von euch in Kontakt gewesen in der Vergangenheit, die auch Lösungen dazu hatten mit externer Software etc. Jetzt ist es so, dass ihr Rekordbox wirklich 100% vertrauen könnt. Ihr könnt eure ganze Library, eure Musik auf einem externen Datenträger speichern. Unter Einstellungen, erweitert und Datenbankverwaltung müsst ihr das Ganze einmal quasi auslagern. Und wenn das Ganze dann ausgelagert ist, dann ist alles auf der externen Festplatte und ihr könnt damit ohne weiteres arbeiten. Wichtig wäre dann natürlich, dass ihr neue Songs auch nur noch auf der externen Festplatte speichert, aber ich denke, das versteht sich von selbst. Und der Mac speichert das Ganze auch automatisch. Das heißt, wenn ihr mit einem OS X-Betriebssystem arbeitet, dann müsst ihr an nichts denken. Ihr stöpselt die Festplatte an und wenn ihr irgendwas ändert in der Sortierung oder sowas, wird alles automatisch auf die externe Festplatte übernommen. Wenn ihr mit einem Windows-PC arbeitet, müsst ihr unter den Einstellungen dann auch wieder unter erweiterte Datenbankverwaltung einmal manuell das Ganze anstoßen und dann wird das Ganze auf der externen Festplatte quasi aktualisiert. Was auch noch wichtig ist in dem Bezug zu wissen, ist, die Funktion speichert jetzt nur alles in Bezug auf die Datenbank. Es werden keine Programmeinstellungen oder ähnliches gespeichert. Das heißt, ihr könnt trotzdem 2 völlig unterschiedlich eingestellte Systeme haben, aber eben die gleiche Library. Diese neue Funktion macht Rekordbox also definitiv besser. Und ja, Anwendungsbeispiele gibt es da natürlich jede Menge. Ihr könnt im Prinzip zu Hause am iMac an einem großen Bildschirm eure Library organisieren, die auf der externen Festplatte natürlich immer speichern und dann fahrt ihr zu einem Gig, schließt die Festplatte am MacBook an und habt direkt Zugriff auf eure neu sortierte Library. Das Arbeiten an so einem großen Monitor, ihr kennt das sicherlich, ist deutlich angenehmer als auf einem kleinen MacBook-Monitor. Gleiches gilt natürlich auch für den Switch zwischen Windows und zwischen Mac. Das heißt, ihr könnt ganz easy auch zwischen Windows und Mac switchen. Wenn ihr also zu Hause am Windows-Rechner arbeitet und auf dem Gig dann mit einem Mac arbeitet, ist das zukünftig kein Problem mehr.
Rekordbox hat diese Funktion auch so gemacht, dass es quasi nicht mehr nötig ist, dass die Computer die gleichen Namen haben. Also ihr könnt quasi ganz unkompliziert damit arbeiten und das finde ich... Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. Ihr könnt also quasi ganz normal damit arbeiten und das erleichtert das Leben, glaube ich, um ein Vielfaches. Die nächste News, da geht es um ein bisschen Hardware und zwar sind die neuen Soundbooks da. Das ist so ziemlich der lauteste und robusteste Wireless Speaker der Welt. Ob er wirklich der lauteste ist, ich habe ihn selbst noch nicht gehört, deswegen zweifle ich immer ein bisschen dran. Aber sie schreiben hier auf jeden Fall 126 Dezibel Schalldruck, Bluetooth 5.0, Pairing bis zu 5 Geräte kabellos, XLR-Kombo-Eingänge bei mittlerer Lautstärke bis 40 Stunden Laufzeit, unter Volllast 5 bis 7 Stunden, Ladezeit nur 3,5 Stunden. Und Gewicht 15,4 Kilo. Also der Lautsprecher hat es für einen Akkulautsprecher schon in sich. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Geschichte für DJs, die quasi auf einer Terrasse oder so ein bisschen Background-Musik laufen lassen wollen, die vielleicht eine freie Trauung mit ein bisschen Musik begleiten wollen, weil mit 126 dB Schalldruck, da kann man schon ein bisschen was erreichen. Ich selbst habe das Teil noch nicht gehört, aber der Oliver hat mir hier geschrieben, er hat schon das Glück gehabt, das ein bisschen selbst ausprobieren zu können und war total beeindruckt. Das Pairing hat er mit drei Geräten getestet und es lief wohl alles absolut hervorragend, ohne Verzögerung, kein Delay-Effekt und der Schalldruck bis runter auf 40 Hertz ist beängstigend, aber toll. Was auch immer er damit meint, dass es beängstigend, aber toll ist, klingt der Lautsprecher auf jeden Fall super interessant. Ne? Was er noch geschrieben hat, seiner Meinung nach fehlen ein wenig die Mitten, aber über Klangprofil ist das mit Sicherheit anpassbar. Mir fehlte leider ein bisschen die Zeit, da rumzuprobieren. Ja, also ich glaube, das Thema Klang ist natürlich auch immer so eine Sache. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, welches Medium man verwendet. Ich sage ja immer so ganz trocken, wo du Scheiße reinsteckst, kannst du auch nur Scheiße rausholen. Das heißt, wenn du eine 128 Kilobit MP3 in so einen Lautsprecher jagst, ja, dann kannst du dir auch eine billige, runde, kleine 6,99 € Aldi-Box kaufen. Ja? Wenn du aber halt ordentliches Material da reingibst, dann sollte auch schon ein bisschen was Ordentliches vorne rauskommen. Klar, sicherlich kann man da mit Soundprofil ein bisschen rumarbeiten, aber ich muss wirklich sagen, ich bin dann auch Fan von so Run-and-Gun-Systemen, die einfach von vornherein schon gut klingen. Warum soll ich mir ein System kaufen, an dem ich noch ewig rumschrauben muss? Ja, letzten Endes bleibt es einfach auszuprobieren. Vielleicht kriegen wir ja mal die Möglichkeit, so eine Soundbox hierher zu bekommen. Und dann können wir auch ein Review drüber machen. Das war es auch schon von den DJ News für diese Woche. Gar nicht so viel, auch wir stecken mitten im Sommerloch. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Waren die News inhaltlich okay? Hat es euch gefallen? Hat der Olli da gute Arbeit gemacht? Und was haltet ihr von den Soundbooks? Und was haltet ihr von dem Rekordbox-Update? Wir sind gespannt und freuen uns schon auf die nächste Woche. Bis bald. Ciao, ciao.